Soja ist hip. Man gewinnt daraus Tofu, wie es Chinesen, Japaner und Koreaner schon immer tun und damit sehr alt werden. Mittlerweile macht man aber weltweit noch viele andere Produkte daraus. Soßen, Öle, Mehl, Milch und neben Tofu noch andere Fleischersatzprodukte für alle, denen das Tierwohl am Herzen liegt. Tierfutter gibt's übrigens auch aus Soja. Superbohne, Sojabohne. Tatsächlich? Seit 5000 Jahren wird die Pflanze in Asien gezüchtet und zu Lebensmitteln verarbeitet. Genau wie Fleisch enthält sie viele Proteine, ist also sehr nahrhaft. Außerdem liefert sie von allen Gewächsen das meiste Öl. Wichtig zum Kochen und heute auch für Kosmetika und zur Biodieselherstellung. Kein Wunder, dass weltweit jährlich 345 Millionen Tonnen davon geerntet werden. Ihr Wert? 50 Milliarden Dollar. Doch nur magere 7 Millionen Tonnen, ganze 2% der Gesamternte, werden zu den Sojaprodukten, die dann in unseren Küchen landen. Denn einiges von dem, was Menschen satt macht, schmeckt auch Schweinen, Hühnern und Rindern. Der nach der Ölpressung übrig bleibende Sojaschrot ist ein effektives Tierfutter. Und das ist der Punkt, an dem die Superbohne zum Superproblem wird. Etwa 123 Millionen Hektar weltweit. Das ist die Fläche, auf der mittlerweile Soja angebaut wird. Sie entspricht 3-mal der Größe Deutschlands. Enorme Felder dienen überall auf der Welt nur noch dem maschinellen Sojaanbau. Die USA erzeugen 124 Millionen Tonnen jährlich, gefolgt von Brasilien mit 118 Millionen Tonnen. Mehr als 10-mal so viel wie im riesigen China erzeugt werden, wo Soja zur traditionellen Küche gehört. Die Rodungen für so große Anbauflächen vernichten auch wertvollen Regenwald. Und mit ihm jede Menge Platz für viele Arten. Damit die Monokulturen ungestört wachsen können, werden große Mengen an Pflanzenschutzmitteln versprüht. Einige dieser Gifte belasten die Sojapflanzen. Deshalb sät man mittlerweile zu knapp 80% der normalen Pflanzen gentechnisch veränderte Bohnen, die resistent gegen die Mittel sind. Der daraus gewonnene Sojaschrot ist heute weltweit das Tierfutter Nummer 1. Die deutschen Sojaimporte enthalten zu 80% Gentechnik. Obwohl in Europa gentechnisch verändertes Soja nicht angebaut werden darf, so darf es dennoch verfüttert werden. Bisher ist nicht sicher, ob das genmanipulierte Soja durch die Verfütterung an Tiere, die wir später essen, auch in den menschlichen Körper gelangt und welchen Effekt das hätte. Das Problem besteht weltweit. Europa importiert jährlich 20 Millionen Tonnen Sojaschrot. China kauft für seine Tierhaltung 3-mal so viel. Aber immer noch isst man dort, wo vor Jahrtausenden die Bohne entdeckt und kultiviert wurde, auch die traditionellen Sojalebensmittel und verbraucht dafür nur etwa 2% der heute erzeugten Mengen. Soja ist und bleibt ein Superfood. Aber der größte Teil dieser wertvollen Pflanzen landet in Tiermägen oder als Biodiesel im Tank unserer Autos.